Hallo! Hi. Zettel. Community-Fragen. Peter Studio TV, Jenny und Björn. Andersrum. Und wir erzählen euch was über unsere Arbeit und ihr stellt uns Fragen. Deswegen haben wir jetzt noch eine Q&A. Ja. Question and Answers. Legen wir gleich mal los. Genau, das lohnt sich nämlich immer voll, weil ihr so fleißig schreibt. Vielen Dank. Gerne weitermachen. Yay. Also, wir legen direkt los. Was meint ihr zum Thema Add-on? Mit zum Beispiel ganz vielen neuen Waffen oder mehr Arealen zum Crawlen. Mhm. Unser Crawler ist so nicht gemacht. Ja, und selbst wenn, also das Ding ist halt, wenn du einen DLC anbietest, dann kostet der unglaublich viel Zeit, ist genauso aufwendig wie halt also so ein Teil Hauptspiel halt ist, aber es ist im Grunde genommen sowas wie ein Extra. Und es lohnt sich in der Regel entweder nur, wenn man sowas wie Micropayment macht, was wir nicht wollen, oder wenn man sich so stark verkauft hat, dass es einem nicht wehtut, seine komplette Arbeitszeit da rein zu investieren. Und wovon wir jetzt mal nicht ausgehen. Genau, deswegen ist das tatsächlich aktuell eher unwahrscheinlich. Ja. Was ist denn mit euren Systemvoraussetzungen los? Das hat so jemand gar nicht gefragt. Er fragt jemand einfach nach den Systemvoraussetzungen. Aber diese Frage, die ist uns auch so oft begegnet, weil wir mussten ja auf Steam Mindestvoraussetzungen reinschreiben. Und ich habe mir es tut mir auch wirklich leid, das Leben einfach gemacht und habe einfach den normalen PC, den wir hier stehen haben, auf der einen Seite und den schlechtesten, den wir noch im Haushalt haben, halt auf der anderen Seite eingetragen. Und das sind Platzhalter. Weil wir können das hier zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht wissen. So was stimmt denn damit nicht? Das zum Beispiel sagen die Leute, ja, läuft das Spiel denn nicht auf Windows 10? Da steht ja nur Windows 11. Und also aktuell läuft das Spiel da bei uns auch auf Windows 10 zum Beispiel. Es läuft bestimmt auch auf schlechteren PCs noch als die wir da jetzt als Mindestvoraussetzung eingetragen haben. Aber am Ende wissen wir halt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau welche, weil wir erstens das Spiel noch nicht fertig haben, zweitens es dann auch nochmal optimieren und es dann auch nochmal auf verschiedenen Systemen testen müssen und erst danach könnte man ja sagen, was tatsächlich die Mindestvoraussetzungen sind. Und das wissen wir jetzt einfach noch. Bis dahin ist immer gut raten angesagt, ja. Also oder schlecht. Ignoriert das sind jetzt aktuell Platzhalter. Ja. Darauf läuft es auf jeden Fall. Also aber wir bemühen uns auf jeden Fall, es nicht so hungrig werden zu lassen. Genau, also da wird bestimmt noch ein bisschen was Besseres rauskommen, als da jetzt steht, aber wir können es auch nicht sagen, bevor wir es nicht getestet haben. Also gebt uns da Zeit. Sowas wie Systemvoraussetzungen macht man normalerweise halt zum Schluss, wenn du genau weißt, wie viel ist denn drin, wie viel Speicher frisst es, wie viel Performance braucht es denn tatsächlich und so weiter. Und dann kannst du quasi erst nach den Optimierungen sagen, wie viel du noch rausholen kannst. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht sagen. So genau. Ja, wir hoffen, das bringt etwas Licht ins Dunkel. Eher nicht, aber ja. Naja, aber zumindest wissen die Leute so, ach so, ja, das ist ja noch... Das ist noch Mumpitz, was da steht, das hat ja, ne? Weil man es hinschreiben musste. Ja, also, genau. Also das funktioniert auf jeden Fall. So. Dann fragt jemand nach dem Balancing. Also wie macht man das eigentlich? Hat man da sowas wie eine Wertevorlage oder macht man das aus dem Bauch? Wie macht man eigentlich Balancing? Ja, wir haben, was Balancing angeht, so ein paar Vorgaben aus der Vergangenheit, ne? So wie wir unsere Spiele gemacht haben. Wie viel Level wirst du haben, ist ungefähr so ein Fingerzeig, ne? Das heißt, wie groß ist das Spiel, wie viele Gegner hat man da? Das muss man dann wissen, wie viel die Typen dann XPs geben, ne? Also klassischerweise gibt eine Ratte jetzt nicht 10.000 XP, ne? Sondern dann eher so 10 oder 5 oder so, ne? Und ein etwas größerer Gegner dann halt entsprechend mehr und so weiter. Und dann kommt dann so eine Formel dabei raus. Wie viel Erfahrungspunkte, natürlich auch die Quests, ne, die du dann löst, wie viele Quests hast du und so, muss man dann überschlagen, wie viel hat man denn jetzt pro
Kapitel pro Dings, ne? Und in welchem Stück Land, wo entsprechende Fauna ist, ne? Also so Monsterriege oder so, wie viel Level hast du dann da ungefähr und so? Das heißt, da haben wir so ein paar Erfahrungswerte und hangeln uns da daran lang. So, ne? So klassische Steigerungen, dass man pro Level halt immer 500 Erfahrungspunkte mehr kriegen muss, plus dem Wert, den man selbst schon hat. So, also man fängt an mit 1000 oder mit 500 oder so, um den ersten Level zu kriegen. Dann kommt 1000, dann musst du 1500 mehr, dann musst du 2000 mehr, dann musst du 2500 mehr. Das ist so ein Ding, ne? Und dann hast du immer den jeweiligen Level. Ja. Und die anderen Sachen, die orientieren sich so ein bisschen daran. Das ist die Formel, ne? Für diese Levelsteigerung und so. Und dann kannst du auch ausrechnen, wie hoch du dann leveln kannst. Entsprechend der Monster, die da sind, der Quests, die du hast. Das ist jetzt mal eine Sache. Wir haben uns diese Formel genommen und dann zu Hilfe eine Tabelle oder mehrere Tabellen, wo wir dann zum Beispiel sowas wie Monster oder Dinge, Quests, alles, was quasi die Werte beeinflusst, reinschreiben und dann quasi die Sachen in Bezug setzen. Das heißt, wenn du ungefähr weißt, wie viele Monster du am Ende im Spiel haben wirst, dann weißt du auch ungefähr dann, was die für Werte haben müssen, damit nach der Tabelle hinten dann die Zahl rauskommt, die du am Ende erreichen sollst und solche Sachen. So was Ähnliches haben wir in der Vergangenheit immer gehabt, ne, bei Piranha Bytes. Und deswegen haben wir das zugrunde gelegt, ne, dass sich das so ungefähr so anfühlt, wie es sich früher angefühlt hat, so von der Wertigkeit her. Und das gibt dir schon eine Menge vor, ne? Das ist die Vorlage, von der da die Rede war. Ne? Und dann muss man das testen. Dann konkret, wie das im Spiel sich äußert, wann man welchen Level bekommt, wenn man schnell spielt. Ne? Man möchte durchrushen, dann stehe ich dann mit Level 5 vom Endgegner oder so. Das ist natürlich total bekloppt. Ne? Aber kann passieren. Da muss man halt schauen, schick den nochmal in die Welt, lass den nochmal grinden oder so. Ist das überhaupt möglich, mit Level 5 dann den Platz zu machen oder so? Braucht man unbedingt mehr? Und was für eine Waffe hast du dann? Und welchen Schaden macht es? Also das ist dann testen. Ne? Ja, es ist kompliziert. Am Anfang redet man so ein bisschen, was ich glaube, wie viele Monster ungefähr auf dem Weg da sind und wie viele man davon dann platt macht und wie viele Quests man ungefähr gemacht hat. Und wenn man merkt, oh, da hast du aber, das ist ja viel zu viel oder das ist ja viel zu wenig, dann verdoppelst oder halbierst du das mal und guckst mal, ob du dich dann annäherst. Also so wird dann tatsächlich ganz viel getestet. Ja. Ja. Dann ist die Frage, habt ihr damals eigentlich auch Ultima Online gespielt? Viele von uns haben Ultima Online gespielt. Und zwar sogar während der Phase, als wir Gothic gebaut haben. Da gab's das schon. Haben viele auch direkt nach der Arbeitszeit dann Ultima Online gespielt. Das Höchste, was man da erreichen konnte, oder eins der sehr begehrten Sachen, war sich selbst ein Haus bauen. Fand ich lustig. Ich selbst hab's nie gespielt, nee. Aber es ist auch so ein Ding gewesen, wenn du einmal damit anfängst, dann macht das süchtig, ne? Und deswegen habe ich auch nie World of Warcraft gespielt, weil ich weiß, dass das so ein großer Zeitfresser ist. Ich habe meine Zeit lieber in andere Dinge investiert, anstatt Online-Spiele zu spielen. Ja? Ging mir auch so. Also diese Online-Multiplayer-Spiele, gerade diese Rollenspiele, die habe ich alle komplett ausgelassen, habe die nie gespielt. Wenn überhaupt, dann habe ich ab und zu was Koop gespielt, aber nicht die Spiele, die du gerade genannt hast, sondern tatsächlich auch so. Also sowas wie Phasmo irgendwie mache ich, aber da spielst du halt eine Runde und danach ist es wieder vorbei. Und da habe ich wirklich viel auch gespielt, aber Multiplayer online nicht. Das ist halt was man mit seinen Freunden zusammenspielt, ne? Wenn man mal Bock hat, mit seinen Freunden irgendwas zu unternehmen, dann spielt man so ein Spiel. Ja. Ich verstehe das auch, warum Leute das total reizvoll finden, aber das ist so, wir haben so viele Dinge, die wir machen wollen oder auch in der Vergangenheit gemacht haben und das ist einfach irgendwie, man müsste nicht schlafen müssen oder sowas, dann würde man das vielleicht auch noch hinkriegen. Ein bisschen Real Life muss mal sein. Genau. Ja, jetzt fragt jemand, was sagen denn eure Kinder überhaupt zu dem Weg, den ihr nun beschritten habt und dürfen sie das Werk anspielen? Also, da kämen wir zum Thema USK. Das ist ganz schön. Ja.
Denn das haben wir in den letzten Folgen auch ab und zu mal angeteased und wer auf der Messe war, der hat es ja auch dann gesehen. Wir haben unsere aktuelle Demo eingereicht und auch die entsprechenden Filme dabei und haben eine aktuelle USK 12 bekommen, was super ist, weil das nämlich bedeutet, dass wir unser Spiel auch öffentlich zeigen dürfen. Zum Beispiel auf einer Messe darf es dann auf einem Monitor gespielt werden und Leute dürfen drauf gucken. Oder man muss auch seine Bude nicht abdunkeln und einen Eingang reinmachen zum Beispiel, weil ab 12er Titel tatsächlich offen da stehen dürfen und die ab 16er schon nicht mehr, falls das jemand nicht wusste. Und das kommt uns natürlich gerade im Marketing und auf den Messen total entgegen, obwohl wir auch glauben, dass wir, um unsere Geschichte zu erzählen, eine USK 16 auch nicht brauchen. Und jetzt zurück zu den Kindern. Also unser Sohn ja, unsere Tochter nein. Der ist das noch zu gruselig, die ist auch noch ein bisschen jünger. Und unser Sohn, der ist jetzt 13, für den ist das cool. Und ansonsten finden unsere Kinder beide recht spannend, was wir machen. Und ja, finden das eigentlich ziemlich toll. Ja, die fanden es auch toll, als wir hier diese Bühne da in der Küche aufgebaut haben, also den Stand für die Gamescom oder für die Gamescom sag ich schon, für die Roleplayverse. Ja. Und finden es spannend, was wir so hier machen. Und ja, unser Sohn, der hat es auch schon mal ein bisschen angezockt. Ja, der darf das ja auch. Richtig, weil ist ja schon drüber. Ganz offiziell ab 12. Ja. Total gut. Ja. Ich freue mich darüber. Ja, ganz am Ende muss man das Spiel dann, wenn es fertig ist und komplett ist, nochmal einreichen. Und ich gehe aber davon aus, dass wir gute Chancen haben, dabei zu bleiben. Ja. Dann fragt jemand, darf man sowas wie eine Informationswebsite über eure Spiele hochladen? Und wenn ja, was sollte man dann beachten beim Datenschutz oder Urheberrecht? Würde sowas nämlich gerne mal machen. Also, es gibt tatsächlich schon ein paar Leute, die sich die Mühe gemacht haben, sowas wie Fansites zu machen. Es gab es in der Vergangenheit schon, das gibt es auch jetzt. Und es gibt zum Beispiel ganz aktuell jemanden, der macht eine italienische Fansite. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Das ist richtig cool. Wir freuen uns sehr darüber, denn ihr supportet uns damit. Deswegen haben wir nichts dagegen, wenn ihr sowas macht. Ihr solltet das nur entsprechend kenntlich machen, also dass ihr darauf schreibt, dass nicht wir diesen Content machen, sondern dass ihr das macht. Also dass ihr dann deutlich schreibt, dass hier ist eine Fanseite oder was weiß ich, wie ihr das betiteln wollt. Und ist keine offizielle Seite. Und ihr dürft gerne auch Bilder von unserem Presskit dafür verwenden, sofern es im Rahmen der Netiquette funktioniert. Wir haben auch nochmal Datenschutzbestimmungen selber reingeschrieben auf unsere eigene Website. Ansonsten gilt an der Stelle auch die Netiquette von Discord. Also alles, was freundlich bleibt, alles, was cool ist, damit können wir uns auch identifizieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann macht das bitte nicht. So. Es fragt jemand, wird es sowas wie Ingame-Books in Kralon geben? This really immerses me in the game, schreibt jemand. Ja, werden wir haben. Genau. Ja. Also, wir werden jetzt nicht irgendwie mega ausschweifend ganze Bücher. Schinken da anbieten. Aber ja. Aber klar, wir wollen gerne natürlich sowas wie Zettel und Bücher und kleinere Geschichten doch schon darstellen, die dann so ein bisschen Lore auch geben fürs Spiel und wo man die eine oder andere Sache dann nochmal nachlesen kann. Ja, wunderbar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ja, Bücher schreiben ist cool. Ne? Das hilft uns auch, dass wir diese Sachen, die wir uns alle ausgedacht haben, auch alle ins Spiel kriegen. Ne? Das stimmt, ja. Ja.